sieht man noch, ne? Ja. Okay. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir machen eine Weltreise. In diesem Video besuchen wir Melbourne und die Umgebung und ja. Verbringen vor allen Dingen Weihnachten und Silvester. Stimmt. Ich habe mich sehr auf Melbourne gefreut, weil ich da mal für 8 Monate als Au-pair gewohnt habe, vor auch 6 oder 7 Jahren. Und seitdem die Stadt nicht mehr besucht habe und auch das gesamte Land nicht mehr besucht habe. Und ja, also saß ich sehr freudig im Flugzeug. Ganz wild. Ich habe die ganze Zeit gesagt, guck mal da. Und hier ist das erste australische Festland. Und dann wurden wir auch von einem Freund von mir abgeholt, netterweise vom Flughafen. In der ersten Nacht hatten wir ein Hotelzimmer inmitten des Central Business Districts. Ja, es war total nett, weil meine damalige Au-pair-Gastfamilie uns das netterweise geschenkt hatte. Die Gastfamilie wohnt mittlerweile in den USA und die hatten wir auch am Anfang der Weltreise als allerersten Stopp in Washington DC besucht. Das war richtig cool, weil wir dadurch die ersten paar Tage uns Melbourne anschauen konnten, bevor es dann ein bisschen in die Vororte von Melbourne ging. Da ich die Stadt ja kannte, habe ich so ein bisschen die Stadtführung übernommen. Wir waren in der Library. Dann waren wir an der Flinders Street Station. Und in der Flinders Street selber war auch damals die Wohnung, in der ich mit der Gastfamilie gewohnt hatte. Die haben uns auch von außen angeguckt. Leider konnten wir ja nicht rein, weil sie ja da nicht mehr wohnen. Wir sind ein bisschen am Yarra River entlang spaziert. Und abends haben wir natürlich den Ausblick von unserem Hotel genossen. Moin, hier ist Sönke. Ich bin gerade am Bearbeiten von dem Video und mir ist aufgefallen, dass wir einiges ausgelassen haben. Wir machen diese Videos, wo wir uns hinsetzen und darüber erzählen, was wir gemacht haben, ja immer ein bisschen später. Und in diesem Fall war es leider ein bisschen zu spät und deswegen haben wir das ein oder andere ein bisschen übersprungen. Aber deswegen werde ich jetzt im Verlauf des Videos immer mal wieder ein bisschen nachbessern, sodass man auch ein bisschen versteht, was wir überhaupt gemacht haben. In diesem Punkt haben wir gleich erstmal den kompletten zweiten Tag in Melbourne vergessen. Wir haben nämlich den Tag angefangen, indem wir direkt erstmal zum Gym gegangen sind. Wir mussten ja auch das Hotel ein bisschen ausnutzen. Und danach sind wir jetzt zum Frühstück gegangen und das war tatsächlich unser erstes Buffet auf der ganzen Weltreise, das wir zu uns genommen haben. Also haben wir uns dementsprechend nice gefreut.
Ja, dann habe ich mir noch neue Wanderschuhe geholt. Die alten waren dann ja doch ein bisschen ausgelaufen und ich habe die schöne Farbe weiß gewählt. Ich hoffe, das wird sich auszahlen in den nächsten Monaten. Und dann sind wir noch durch die Stadt geschlendert und haben noch ein paar Sachen angeguckt und dann ging es weiter. Am nächsten Tag haben wir uns dann mit Jackie getroffen. Wir hatten schon in den letzten Monaten immer wieder danach geguckt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, in Melbourne für 3 Wochen zu wohnen. Wir wurden aber nicht so fündig. Und dann haben wir über 3 Ecken, angestoßen von meinem Cousin Niklas, vielen Dank nochmal, das war echt richtig nice, haben wir den Kontakt bekommen zu Ju und Jackie. Die beiden leben in Carrum und sind über die Weihnachtszeit im Urlaub auf Fidschi und hatten gedacht, es wäre eigentlich gar kein Problem, wenn wir dann auf deren Haus aufpassen könnten. Und das hat sich wirklich als Jackpot herausgestellt, denn die beiden waren so lieb und haben uns so viele Sachen ermöglicht. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch in einem richtig schönen Haus bzw. in einer Wohnung gelebt. Ganz nah am Strand, aber auch mit direkter Bahnverbindung ins Zentrum. Und dann haben wir Jackie an der Bahnstation getroffen und dann sind wir erstmal mit ihr rausgefahren nach Carrum, was ungefähr so 45 Minuten gedauert hat. Es war dann so, dass wir 1-2 Tage mit Jackie und Ju am Anfang verbracht haben, bevor sie dann zu ihren Weihnachts- und Silvesterferien nach Fidschi geflogen sind, wo wir dann die Wohnung ganz für uns hatten. Und Jackie ist dann kurz vor Silvester wieder zurück und Ju dann ein paar Tage später. Und dann haben wir noch die letzte Zeit bis zum 9. Januar gemeinsam in der Wohnung als WG verbracht. Ja, wir hatten wirklich so viel Glück, nicht nur, dass Jackie und Ju wirklich so nett waren und wir so viel Spaß mit den beiden hatten. Außerdem war die Wohnung auch richtig cool, hatte einen tollen Blick vom Balkon auf so einen kleinen Fluss und wir hatten ein eigenes Zimmer. Also es war wirklich alles, ja, besser hätten wir es gar nicht vorstellen können. Und eine tolle Küche mit so vielen Möglichkeiten zu kochen. Stimmt. Nach so langer Zeit auf der Straße, nee. Nach so langer Zeit ohne Küche war es wirklich super. Jackie hat uns dann noch eine kleine Einführung gegeben. Wir sind dann an ein paar schöne Ausblicke, ein paar schöne Strände gefahren und auch zu dem Supermarkt und zur Apotheke, sodass wir dann wussten, wo alles war. Und dann sind sie losgefahren nach Fidschi in den Urlaub. Wir hatten dann ein bisschen mit Weihnachtsvorbereitungen zu tun. So viel war es dann letztendlich auch nicht, weil wir nur zu zweit Weihnachten verbracht haben. Aber wir haben trotzdem gegenseitig Geschenke geshoppt ein bisschen. Und wir hatten überlegt, wie wir Weihnachten feiern wollen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Heiligabend so typisch wie möglich in deutscher Manier oder in unserer Art, wie wir es kennen, zu feiern. Und den 25. Dezember dann aber so zu feiern, wie die Australier das machen. Ja, das hat dann bedeutet, dass wir dann den Tag vor Heiligabend noch sehr viele Lebensmittel eingekauft haben, weil wir dann an Heiligabend auch sehr viel vorhatten. Hier sind wir nochmal. Auch an Heiligabend haben wir einiges vergessen, was wir eigentlich gemacht haben. Den Tag haben wir erstmal begonnen mit einem leckeren Frühstück. Dann haben wir Plätzchen gebacken. Lea wollte unbedingt, dass wir Plätzchen backen, weil sie das immer so kennt. Du wolltest die Plätzchen backen? Nee. Das Backen hat auch gut geklappt, nur leider bis zu dem Punkt, wo wir sie aus dem Ofen geholt haben. Aber das passiert dem besten Mal. Dann kam natürlich der obligatorische Weihnachtsteller, den Lea gemacht hat. Unter anderem hatten wir auch einen Koala-Lind-Bär gefunden. Dann war es schon ganz schön spät am Vormittag, aber wir mussten ja noch das Mittagessen ein bisschen vorbereiten. Und damit geht es jetzt weiter. Wir haben das Weihnachtsessen vorbereitet. Da gab es Rotkohl mit Klößen. Und weil es weder Rotkohl aus dem Glas noch Klöße aus der Tüte gab, mussten wir es leider selber herstellen.
Und ich sag mal so, wir sind nicht wir sind nicht so die geborenen Klöße-Hersteller, aber dazu später mehr. Und dann haben wir natürlich auch noch die gute alte norddeutsche Tradition, Hotdogs mittags zu essen, eingehalten. Auch was wir hier im Video vergessen haben zu sagen. Höchst wichtig. Und als wir dann fertig waren mit der Vorbereitung des Essens, sind wir dann in der Mittagshitze zur Kirche gefahren. Und wir hatten tatsächlich eine deutsche protestantische Kirche gefunden, die auf Deutsch und Englisch zweisprachig den Gottesdienst machen würde. Und dann haben wir uns das mal angeguckt. Wir saßen mitten in der Sonne und um uns herum war wirklich sehr viel Deutsch. Und es war ganz amüsant, das irgendwie am anderen Ende der Welt mal so mitzubekommen. So viele kleine Traditionselemente, die man dann wiedergefunden hat. Aber doch war irgendwie alles ganz anders. Wir gehen nämlich immer in die Kirche zu Weihnachten und Lea nicht. Deswegen war das für Lea wahrscheinlich eine sowieso ganz neue Erfahrung. Wie fandest du es? Nach der Kirche haben wir dann die Klöße und den Rotkohl noch mal richtig gekocht. Kleiner Einwurf dazu. Ich sehe das hier gerade, das sieht ja wirklich übertrieben eklig aus. Ich weiß auch nicht, was mit den Knödeln da falsch gelaufen ist. Eigentlich haben wir uns an alle Maße und so gehalten und es schmeckte ja auch gut. Nur irgendwie ist die Konsistenz überhaupt nicht gut geworden. Vielleicht kann ja noch mal jemand einen Tipp geben oder so, wie man das eigentlich hinbekommt. Und ja, ist uns so semi-gut gelungen, würde ich sagen. Na, kannst du ehrlich sagen, mir. Die Klöße wurden überhaupt nichts. Das sah ja aus wie so ein Riesenomelett. Und das war einfach wirklich der Rotkohl war irgendwie, keine Ahnung, der hatte kaum Geschmack. Ich fand den Rotkohl eigentlich ganz gut, aber du fandest es irgendwie nicht so. Aber die Klöße haben auch gut geschmeckt. Es hat nur halt ausgesehen nicht wie ein Weihnachtsessen leider. Aber das gehörte dann auch irgendwie dazu. Ich war schon ein bisschen traurig. Ja. Und nach dem Essen haben wir uns dann zusammen hingesetzt, haben ein bisschen Zeit verbracht, haben ein bisschen Weihnachtsmusik angehabt, ein bisschen Kaminfeuer gehabt. Auf YouTube. Haben uns ein paar Geschenke gegeben und unseren schönen Weihnachtsbaum bestaunt mit den süßen Koalabären, Schokoladen, Männern, Weihnachtsmänner, Schokoladen. Und ja. Und dann haben wir abends noch mit unserer Familie zu Hause telefoniert oder mit unseren Familien. Und das war auch sehr schön, nochmal Kontakt nach Hause zu haben. Und bei so einer besinnlichen Zeit dann auch nochmal sich auszutauschen. Ja, dann den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir erstmal ganz entspannt gestartet und noch einen Weihnachtsfilm geguckt. Ja, so genau stimmt das auch nicht. Wir haben nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag morgens gar keinen Weihnachtsfilm geguckt. Der Footage ist nämlich ein paar Tage vorher entstanden. Wir haben am ersten Weihnachtstag tatsächlich eine kleine Joggingrunde am Anfang gemacht. Und wie gesagt, haben wir dann den restlichen Tag australisch gefeiert. Was bedeutet das? Ja, soweit ich weiß, Barbecue oder Barbie, wie es genannt wird. Das haben wir dann auch auf dem Balkon erstmal gegrillt. Und danach ging es zum Strand, ein bisschen baden. Und da waren auch viele Leute mit roten Zipfelmützen im Wasser. Das war ganz lustig. Von unseren Eltern hatten wir ein Paket bekommen aus Deutschland, wo unter anderem auch Schnorchel drin waren und die haben wir dann gleich ausprobiert. Und wir hatten uns extra einen Strand rausgesucht, wo ein Schiffswrack war. Und da sind wir da rausgeschwommen und haben uns das Schnorcheln angeschaut und hatten die ganze Zeit Angst vor Haien. Nee, vor Quallen hatten wir da. Vor Quallen? Ja, beides. Ich hatte Angst vor Haien. Ja. Ich hatte Angst vor Haien, muss ich sagen, nicht vor Quallen. Ja, und ich hatte zu Weihnachten von Sönke ein 3-maliges Probetraining bei F45 geschenkt bekommen. Das ist so Functional Training. Das sind immer so Gruppentrainings, so Zirkeltraining-artig.
es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Mal War auch anstrengend. Ja, war sehr anstrengend, aber mal wieder ein bisschen sportlich betätigen tat ganz gut. Als weitere sportliche Betätigung sind wir dann auch noch einen zweiten Parkrun gelaufen, und zwar diesmal in Frankston. Das war auch ganz nice und ging um so eine sehr schöne Runde in so einem Naturschutzgebiet. Ja. Und wir haben uns da auch am Ende ganz schön angestrengt und sind auch dann doch mal schneller gelaufen. Ja. Ach ja, und dann waren wir natürlich auch noch selber ein paar Mal am Fluss laufen. Dann hatten wir noch einmal eine Schwindlage im Haus, ganz kurz, was normalerweise nicht so ein Problem ist, aber in Australien macht man sich dann schon noch mal Gedanken. Da sind ganz viele Babyspinnen irgendwie rumgelaufen, aber wir haben uns dann rausgefunden, dass die erstens kein Problem sind und zweitens aus einem Loch da kamen. Und wenn wir die dann immer wegbekommen haben, waren dann auch nicht mehr so viele da irgendwann. Obwohl am nächsten Tag dann wieder genauso viele da waren. Und dann haben wir sie wieder stimmt. weggesaugt und dann waren am nächsten Tag wieder genauso viele da. Alltag halt. Ja, und wir haben es echt genossen, dass wir die Wohnung so ein paar Tage für uns auch hatten. Dann konnte man so ein bisschen nach den vielen Reisen so einen Alltag aufkommen lassen. Wir haben viel im Wohnzimmer einfach nur entspannt oder irgendwie so ein paar liegen gebliebene Sachen am Laptop bearbeitet und ja. Viele Videos aufgenommen Ja, das stimmt. und bearbeitet. Die nächsten Reiseländer ein bisschen geplant, gelesen, noch sehr viel gekocht, immer lecker gegessen. So, nachdem Lea eine halbe Stunde gekocht hat, lecker Abendessen für uns, ist das hier rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viel ich zugenommen habe, dass ich jetzt nicht mehr so viel essen darf, aber das reicht wahrscheinlich nicht für uns beide. Was hast du dafür zu sagen? Nimorium hat schon mitgenommen zum Strand vor ein paar Tagen. Ich esse dann halt die Dinge. Und wir haben einiges an Ausflügen gemacht. Zunächst einmal haben wir alle möglichen Strände an der Mornington Peninsula abgeklappert, waren baden, haben die Sonnenuntergänge da geschaut und gelesen. Dann haben wir uns auch die Brighton Bathing Boxes angeguckt. Es hat total Spaß gemacht, durch diese bunten Hütten ein bisschen zu laufen, aber es war auch sehr voll. Alle wollten da Fotos machen. War trotzdem cool. Lea hat mich dann auch noch auf ein paar Spaziergänge bzw. Wanderungen gebracht. Unter anderem waren wir dann am Bushranger Bay, wo wir auch Echidnas gesehen haben. Ich wusste erst gar nicht, was das war. Das sah aus wie Igel. Ameisenbär. Ameisenbären? Nee, wie Igel. So ein Mix daraus. Ist aber mit Schnabeltier verwandt und so eine eigene Gattung. Ja, die sind auf jeden Fall ziemlich nah dran gewesen. Wir konnten sie genau angucken. Ich glaube, das Problem ist, dass sie Eier legen, wie Reptilien und Vögel, aber auch Säugen, also auch Säugetiere sind. Und dann war ganz lange die Frage, wo man sie einsortiert. Und ich glaube, letztendlich wurden sie zu den Säugetieren sortiert oder so.
Eierlegende Wollmilchsau. Ich habe natürlich einen Rucksack mal wieder, liebe Zuschauer. Das schneide ich raus. Ab jetzt geht's los. Am Ende der kleinen Wanderung waren wir an einem Strand, wo so richtig krasse Megawellen waren und wir wurden auch einmal fast weggeschwemmt. Ja. Aber es war einfach ein höherer Dings, ne? Oh ja. Und dann waren wir auch am Nepean Point National Park, der ganz am Ende der Halbinsel ist und praktisch so die Bucht von Melbourne umschließt. Und ja, dort war es wirklich sehr krass zu sehen, wie viel Strömung da in diese Bucht reinfließt. Das hat man auf jeden Fall vom Land sehr gut gesehen und sonst war der Ausblick auch sehr schön. Und wir hatten gutes Wetter, Ja. nur leider wurden wir ziemlich gebeutelt von diesen Flies, von diesen australischen Fliegen, die echt übertrieben nerven. Und mega penetrant sind. Es war auch mega toll, dass wir von Jackie und Joe das Auto ausgeliehen bekommen haben, weil ja, ohne das hätten wir die ganzen Sachen gar nicht sehen können. Ja, nach ein paar Tagen der Entspannung war dann schon Silvester angesagt. Jackie ist dann nach Hause gekommen, wir haben sie noch abgeholt und haben dann den letzten Tag des Jahres nochmal in Melbourne verbracht. Dort hatte ich mein Weihnachtsgeschenk von Lea einlesen können, und zwar eine Fahrradtour am Yarra River entlang. Leider hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Weg und sind da durch einen sehr schönen Park. Nur unsere E-Bikes wollten nicht so richtig mitmachen, die wir da gemietet haben. Leider gab es da so eine Geosperre für den Park, für die E-Bikes, sodass wir den Motor nicht nutzen konnten. Und ich habe mich da ziemlich aufgeregt, den Berg da hoch zu fahren und dann wieder runter ohne den Dings, weil die E-Bikes natürlich viel schwerer sind, wenn man sie nicht nutzen kann, den E-Bike-Motor. Aber dann war es dann noch sehr schön, den Weg am Yarra River runterzufahren. Dann sind wir gestoppt bei der Flinders Street Station, haben dann nochmal am Yarra River gechillt. Ich brauchte eine kleine Pause und sind dann in den Botanischen Garten, wo man auch einen sehr schönen Blick hat auf die Stadt. Dann haben wir die Tram nach St. Kilda genommen. Da gab es ein bisschen Probleme noch, weil wegen Silvesters so viele Sperrungen gab und die nicht so gefahren ist, wie wir dachten. Aber wir sind dann irgendwie angekommen. St. Kilda ist so der Strandstadtteil von Melbourne, wo auch so ein Pier ist. Und so ein bisschen das Erlebnis-Jahrmarkt-Feeling ein bisschen von Melbourne. Wir haben dann zum Abschluss des Jahres noch mal in einem indischen Restaurant gegessen. Mit Vorblick auf das neue Jahr. Genau. Haben versucht, die Pinguine am St. Kilda Pier zu sehen. Leider sind da gerade so noch Baumaßnahmen, sodass man nicht den perfekten Blick darauf hat, weil der Teil vom Pier gesperrt ist. Aber da waren schon viele Touristen, die es auch versucht haben, so wie wir. Aber man konnte sie wirklich nur so ganz schemenhaft erahnen und eigentlich konnte man sie nicht sehen. Sah aus wie Ratten. Ja, wenn man überhaupt mal irgendeine Bewegung wahrgenommen hat, weil die kommen nämlich nur in der Dunkelheit raus.
Und dann haben wir uns noch das Kinderfeuerwerk angeguckt. Von St. Kilda hat man nämlich Blick auf den CBD, wo das Feuerwerk hochging. Ja, leider war das Kinderfeuerwerk nur sehr kurz, ich glaube 5 Minuten lang. Und die Innenstadt war dann doch weiter entfernt, als man irgendwie dachte. Und es war wirklich dann sehr klein nur zu sehen. Aber es war okay, wir haben dann die Bahn zurückgenommen. Weil zu Mitternacht wollten wir nämlich mit Jackie dann auf dem Balkon in ihre Wohnung anstoßen. Das haben wir auch geschafft. 15 Minuten vor Neujahr sind wir zu Hause angekommen, haben schnell den Champagner, den sie sogar geholt hatte, rausgeholt und haben angestoßen und in das neue Jahr gefeiert. Ju war dann ein paar Tage später auch wieder aus Fidschi zurück und dann haben wir noch ein bisschen Zeit mit den beiden verbringen können. Unter anderem wurden uns die Dandenong Ranges gezeigt. Das ist so ein bisschen mehr Naturpark, Wald, wo wir auch nach Schlangen Ausschau gehalten haben und eine kleine Wanderung gemacht haben. Statt Schlangen haben wir aber ein kleines Auto gesehen, was die ganze Zeit rumgeflitzt ist. Von Ju. Spielzeugauto von Ju. Und dann haben wir uns auch gegenseitig immer bekocht. Wir sind dann auf den Markt noch gegangen. Und haben uns Fisch gekauft für ein Fischgericht aus Fidschi, was wir dann noch bekommen haben von Ju. Und es war einfach so schön, dieser Alltag, einfach morgens aufzustehen, ein bisschen was vorzuhaben, aber auch nicht zu viel. Eine Wohnung, ein Dach auf dem Kopf, ein Bett, dass man sich nicht immer darum kümmern müsste, wo man abends schläft. Und nicht täglich wieder Backpack packen. Ja. Und als Jackie und Ju dann auch wieder da waren, haben wir sie überredet, zu einem Parkrun mitzukommen. Das war richtig cool. Wir sind dann da zu viert hin und haben eine gute Zeit verbracht und sind direkt bei denen vor der Haustür praktisch entlang gelaufen. Und wir glauben, dass Jackie und Ju das auch sehr gefallen hat, denn die sind auch schon mal wieder einen zweiten und sogar einen dritten Parkrun seitdem gelaufen. Ja. Ja, unsere Tage in Melbourne und Umgebung waren dann schon fast vorbei. Die letzten Tage waren wir aber noch ein paar Mal öfter wieder in der Stadt. Das eine Mal bin ich alleine noch in die Stadt gefahren und habe mich dann noch mit einem Freund von damals getroffen. Wir waren zusammen in Richmond, dann noch in einem Kunstmuseum und sind noch so ein bisschen so durch die Stadt gelaufen. Und weil wir noch nicht alles in Melbourne haben sehen können in den ersten Tagen, sind wir dann auch noch mal zu zweit irgendwie am vorletzten Tag oder noch mal nach Melbourne gefahren und haben uns dann Carlton angeguckt und den Fitzroy Gardens und das Fitzroy Viertel.
Und wir hatten noch ein weiteres Geschenk offen, und zwar hat uns unsere Mutter ein leckeres Abendessen spendiert. Deine Mutter. Ja. Und das wollten wir an dem Abend machen. Und dann hatten wir das über den Tag reserviert und dann ist uns aufgefallen, dass es in diesem schicken Restaurant einen Dresscode gab. Und wir waren leider überhaupt nicht für diesen Dresscode angezogen. Vor allem haben wir es halt erst gemerkt, als wir schon in der Stadt waren und schon unsere Kleidung schon anhatten. Ja, und dann haben wir überlegt, was macht man als Backpacker? Dann sind wir zu H&M gegangen und haben uns beide adäquat eingekleidet mit Jackett und Hemd und schicken neuen Kleid für Lea. Ja, dann sind wir dahin. Und zwar ist das Restaurant im Eureka Tower im 89. Stockwerk. Und als wir da angekommen sind, wurden wir erst noch in so einen Virtual Reality Raum gesteckt. Das war ganz interessant, haben wir so eine Einführung über Melbourne bekommen, so ein paar Sachen da gesehen. Und dann ging es schon in den Fahrstuhl nach oben. Da waren wir erst kurz auf der Aussichtsplattform, die nicht zum Restaurant gehört. Auf den Toiletten haben wir uns noch schnell umgezogen. Dann sind wir noch ein Stockwerk höher und da war dann das Restaurant. Und der Ausblick war wirklich mega. Wir haben es extra so gebucht, dass wir mit zum Sonnenuntergang dann uns die Stadt angucken konnten. Und das war auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ein echt gutes Erlebnis, das wir dann nochmal hatten und uns langsam dann auch von Melbourne verabschieden konnten. Dann stand der letzte Tag an und wir wollten noch nicht so richtig gehen und haben gesagt, komm, wir müssen noch mal ein bisschen was draus machen, dass wir dann da sind. Sind morgens los in den Nesterfield Park und sind dort joggen gegangen, beziehungsweise Lea. Und ja, dort gab es ganz viele süße Kängurus, unsere ersten Kängurus, die wir in Australien gesehen haben. Und was wir auch vergessen haben zu sagen und vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat, ich habe mir am letzten Tag eine Drohne gekauft. Da war dann doch die Neugier zu groß und ich wurde ein bisschen inspiriert von unserer Reise in Bolivien, als da jemand anders eine Drohne mit hatte. Und dann habe ich einen guten Deal geschossen und werde ab jetzt sofort immer wieder ein paar kleine Drohnenvideos mit einbauen können, was eigentlich ganz nice ist und hoffentlich auch unsere Videos ein bisschen aufbessert. Dann sind wir zurück und mussten natürlich unseren Saustall erstmal aufräumen, den wir nach 3 Wochen Hinterlass aufgebaut hatten. Nämlich Backpack packen, besonders viele Sachen im Backpack haben, weil wir noch hier und da ein oder andere Weihnachtsgeschenk mitbekommen haben. Aber natürlich auch den Raum säubern und die Kleidung waschen und alles fertig machen, was sich alles angestaut hatte. Dann mussten wir leider auch schon Jackie und Ju Tschüss sagen. Aber wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Ja. Und dann sind wir in die Stadt gefahren mit unseren Backpacks, super schwer bepackt.
Und dann haben wir die Backpacks abgegeben im Hostel für den Tag und haben auch unsere Kleidung vom Vortag, die schicke Kleidung von H&M wieder zurückgegeben. Die Labels waren alle noch dran, die hatten wir schön versteckt. Und dann sind wir zu den Australian Open gegangen. Es waren noch nicht die offiziellen Australian Open, sondern noch so Vorspiele, aber im gleichen Setting eigentlich. Also es hat sich angefühlt wie bei der Veranstaltung. Und es war sogar noch besser, weil die Exhibition-Spiele ja die Top-Athleten da eingeladen hatten. Unter anderem war da die, ich glaube, Goldmedaillengewinnerin Zheng Von Paris. Ja. von Paris, aber auch der Carlos Alcaraz gegen Alex Minauer. Die haben natürlich jetzt nicht ihr Top-Tennis gespielt, aber man hat schon gemerkt, dass da Profis unten standen. Und allein die Atmosphäre mal zu bekommen, dass sich so ein Tennisspiel, so ein professionelles Tennisspiel live anzuschauen, war auf jeden Fall sehr, sehr nice und hat uns sehr gefallen. Und auch die ganze Stimmung um die Spiele herum, auf den anderen Plätzen wie auch auf dieser Plaza, waren wirklich sehr, 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 sehr cool anzusehen. Dann haben wir die Backpacks vom Hostel wieder abgeholt, sind mit dem Skybus zum Flughafen gefahren und haben uns dann von Melbourne verabschiedet. Ja, so einfach war es nicht, aus Melbourne wegzukommen. Und zwar haben wir mit Jetstar gebucht. Das ist eine australische Low-Cost-Airline, die dafür bekannt ist, sehr auf die Gepäckbestimmung zu achten. Und wir hatten ja nach Weihnachten und nach so ein paar Shopping-Auswüchsen dann deutlich mehr Gepäck wieder mit und mussten dann leider noch mal ganz schnell umbuchen bzw. noch mal ein bisschen Gepäck drauf buchen. Und zweitens war unser Flug ja um 6 Uhr morgens und wir hatten die tolle Idee, dass wir schon am Vorabend zum Airport fahren und da einchecken und das Gepäck abgeben und dann halt vor dem Gate schlafen. Tatsächlich hatte der Check-in aber leider schon zu und auf einmal saßen wir da und waren dann mit unserem Gepäck in der Abfertigungshalle und die war natürlich übertrieben laut und ja, haben uns da in die Ecke gelegt und leider hatten wir da eine Scheißnacht, weil wir erstens wieder richtig früh aufwachen mussten und zweitens da eine andere Familie sich hingesetzt hat, die nicht ganz so leise Kinder hatte. So dass wir die ganze Nacht ein bisschen was hören durften. Aber das gehört dann auch dazu, zum Backpackerleben und da haben wir uns dann auch nicht beklagen wollen. Ja, es wird hier immer lauter. Ich glaube, wir müssen schnell fertig machen. Als Fazit lässt sich vielleicht sagen, dass es richtig cool war, mal wieder eine Base zu haben für 3 Wochen und wirklich komplett zu entspannen und auch die ein bisschen emotionale Phase, die man ja über Weihnachten und Silvester manchmal hat, sehr entspannt im australischen Melbourne zu verbringen. Und gleichzeitig natürlich haben wir Lea noch mal einen Traum erfüllt, zurück nach Melbourne zu fahren, zu deinem Au-pair-Jahr und da noch mal ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Ja. Nur Weihnachtsstimmung ist nicht so ganz aufgekommen, weil es ja so warm war. Ja, Und, ja. ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass so lang. Also ich glaube, wenn ich Australier wäre oder Deutscher in Australien, dann würde ich wahrscheinlich immer nach Deutschland fahren. Aber man braucht einfach diese Dunkelheit. Die Wärme war das eine, aber die Dunkelheit hat mich immer genervt. Ja. Und die nervt mich auch. Danke fürs Zuschauen. Schaut noch mal auf den Blog vorbei, invaluablediary.com. Wir sind nämlich mittlerweile in Indien und hier geht es ganz schön ab. Das kann man auf unseren Fotos sehen, wie auch auf den Texten, die wir schreiben werden oder schreiben. Ja, und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Hast du schon bedankt? Ja. Ja. Sag Also, nochmal zuschauen. Sag nochmal. und dann bedanken wir uns nochmal. Du hast eben zuhören gesagt. So zuschauen. Ach ja, und zuschauen. Tschüss. Wollen wir jetzt noch kurz was wiederholen, was wir gerade im Fazit gesagt haben? Es wird ein bisschen leiser. Nee. Mein Fuß ist richtig hart eingeschlafen. Ja, auch.